Wir sind auf dem Weg zu einem Treffen nördlich von Berlin, wollen aber noch eine Zwischenstation machen am Arendsee. Das ist in der Altmark im Norden von Sachsen-Anhalt. Über beides möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Mit dabei sind unsere Freunde Lisa und Horst. Sie fahren vor uns. Wir werden jetzt als erstes zum Arendsee fahren. Dort werden wir 2 Nächte bleiben und dann wird es weitergehen Richtung Berlin, nördlich von Berlin. Dort gibt es den Gudelachsee und dort werden wir zu einem Campingplatz fahren. Wir haben uns den Arendsee ausgesucht, weil er in unsere Tour gut passt als Station. Und zum anderen kann man hier gut Fahrrad fahren um den See und es gibt auch hier einige Geocache. Wir sind jetzt auf der Anfahrt zum Campingplatz Arendsee. Es gibt hier noch einen weiteren Campingplatz, aber wir haben uns für diesen entschieden. Wir haben gleich den Campingplatz erreicht, beziehungsweise die Zufahrt hier. Der Platz liegt in einem Kiefernwald, das kann man schon so weit erkennen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es dort aussieht, ob wir da überhaupt einen Platz bekommen. Wir haben den 18. Juni und es ist ein Dienstag. Irgendwie war schon für uns so ein bisschen von vornherein klar, dass es hier schwierig ist, mit unseren Fahrzeugen auf den Platz zu kommen, weil ja doch sehr viele Bäume stehen und dann wird es meistens eng. Aber wir wollten nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern wir haben dann an der Rezeption gefragt, was für Möglichkeiten wir hätten, hier den Platz zu besuchen. Dann hat man uns aber gesagt, es ist wahrscheinlich schwierig hier mit unseren Fahrzeugen und hat uns einen Tipp gegeben. Stückchen weiter wäre ein Platz, ein Parkplatz, ein Stellplatz ähnlich. Dort könnten wir stehen. Das haben wir dann letztendlich auch gemacht. Ja, so sieht es hier aus, dass die Zufahrt zu diesem Parkplatz sieht alles so ein bisschen unordentlich hier aus. Aber wir haben uns letztendlich hingestellt. Und dann haben wir festgestellt, an der Einfahrt, da steht ein Parkautomat und es stehen dort auch große Schilder mit dem Hinweis, dass man hier bezahlen muss. Und zwar kostet dieser Platz in 24 Stunden 15 €. Ohne alles. Es gibt hier weder eine End- und Versorgung, noch gibt es hier Strom. Aber mehrere Schilder mit dem Hinweis, was der Platz hier kostet, zeitabhängig. Und natürlich auch, wenn man nicht bezahlt, das heißt bei Verstoß, dass man dann eine Strafe von 40 € bekommt. Hier an dem Parkautomaten kann man alles nachlesen, wie es hier genau funktioniert. Das Kennzeichen vom Fahrzeug wird bei der Einfahrt gescannt und auch bei der Ausfahrt. Und sollte man nicht bezahlt haben, bekommt man die entsprechende Strafe. Direkt nebenan sieht man so kleine Gebäude. Ich denke, das gehört noch zum Campingplatz. Das war unser oder beziehungsweise Horst sein Glück. Horst hatte kein Frischwasser mehr und so haben wir dort jemanden angesprochen und ein Bewohner von einem Häuschen hier, der war so nett und hat uns dann oder beziehungsweise Horst Frischwasser gegeben. So hat Horst seinen Tank voll gemacht und konnte sich dann wieder hier auf den Platz stellen. Von diesem Parkplatz aus bis zum See sind es vielleicht 200 Meter, vielleicht auch etwas mehr, genau weiß ich es nicht, aber man ist recht schnell am See. Hier am Blick von oben, hier das gelb schraffierte Feld, dort ist der Parkplatz und wenn man dann gerade rüber geht, dort finden wir auf der linken Seite dann den See. Der Campingplatz liegt direkt am See. Der Arendsee hat eine Wasserfläche von ca. 5 Quadratkilometer, an der tiefsten Stelle ist er 50 Meter tief, durchschnittliche Tiefe 29 Meter. Die ganze Region ist ja hier recht flach, so eignet sie sich auch gut zum Fahrradfahren. Und das haben wir hier in diesem Fall auch gemacht. Wir sind dann Richtung See und dann führt hier so ein Fahrradweg fast immer am See entlang. Bei unserer Radtour sind wir an einem Fischgeschäft vorbeigekommen. Hier gibt es Fischbrötchen zum Sofortessen. Man kann aber auch geräucherten Fisch hier kaufen. Das haben wir getan. Wir haben unter anderem Aal gekauft und auch eine geräucherte Forelle. Einmal um den Arendsee mit dem Fahrrad herumfahren sind ca. 10 Kilometer, aber man kann hier nicht nur gut Fahrrad fahren, auch Schwimmen ist hier möglich. Der Arendsee hat eine gute Wasserqualität.
Zurück zum Stellplatz oder Parkplatz. Der Platz ist hier recht ruhig, auch in der Nacht, man hört nichts. Man hat auch keine anderen Camper hier gesehen oder wir haben keine anderen Camper hier gesehen, haben uns aber hier im Prinzip einigermaßen wohl gefühlt. Du willst noch was erzählen? Es gibt heute Gourmet-Bratwurst vom Grill. Ja. Und Horst, der macht Bratkartoffeln, aber nur eine kleine Menge. Ja. Röstkartoffeln, nichts Besonderes. Überhaupt nichts Besonderes. Aber mit Speck. Ja, aber ein bisschen viel Fett, glaube ich. Oh, die schwimmen doch. Ja, da brauchen wir nachher ganz viel für die Verdauung. Für so einen Platz, wo wir jetzt stehen, müssen wir 15 € zahlen. Ja. Und was haben wir hier? Nichts. Nur wegen Geocache. Was Gesundes. Halt. Nicht die Bratwurst auf der Erde, bitte. Die Fußball-EM läuft ja zu diesem Zeitpunkt und so haben wir noch ein bisschen Fußball geschaut und dann den Abend gemütlich ausklingen lassen. Am nächsten Morgen ging es dann weiter. Gemeinsam sind wir dann gestartet und zwar unser nächstes Ziel ist Lindow. Das ist in Brandenburg, nördlich von Berlin. Dort gibt es auch einen See und an dem See liegt ein Campingplatz mit dem Namen Weißer Sand. Der Ort Lindow hat ca. 4500 Einwohner, ist also ein kleiner Ort und ist nicht weit entfernt von dem See. Der See heißt Gudelachsee. Um zum Campingplatz zu kommen, müssen wir durch die Stadt fahren. Das ist kein Problem. Später wird die Straße etwas schmaler, also für sehr große Mobile wird es dort dann etwas schwieriger. Einer aus unserer Gruppe hat hier dieses Treffen organisiert. Wir sind insgesamt 10 Mobile, kennen uns alle mehr als 10 Jahre. Jetzt haben wir gleich den Campingplatz erreicht. Wir sehen hier auf der rechten Seite das Gebäude. Dort ist die Information bzw. Rezeption untergebracht. Danach kommt das Sanitärgebäude. Die Rezeption ist jetzt in der Mittagszeit nicht besetzt, aber wir wissen, wo wir hin müssen. Unsere Freunde haben ja alles hier organisiert und so fahren wir jetzt hier in diese Einfahrt und dann fahren wir hier über den Parkplatz und dann kommt auch der eigentliche Campingplatz. Da wir als Gruppe natürlich gerne zusammenstehen, haben wir jetzt hier so eine Wiese, unparzellierte Fläche und hier müssen wir uns ein bisschen arrangieren, sodass jeder so einen Platz findet. Es handelt sich ja um einen Campingplatz, entsprechend ist der Preis. Man zahlt hier pro Nacht 35 bis 40 €, je nachdem wo man steht. Der Platz liegt ja direkt am See, so hat man hier auch die Möglichkeit schwimmen zu gehen. Man sieht es ja hier auch. Dann kann man hier auch Boote mieten oder überhaupt mit einem Boot kommen. Hat natürlich hier auch die ganzen Wassersportmöglichkeiten. Wer mit Kindern hierher kommt, es gibt hier so einen kleinen Strand, also auch Bademöglichkeiten für Kinder. Man kann auch mit dem Wohnmobil, mit kleineren Wohnmobilen direkt am See stehen. Natürlich kann man hier auch mit dem Wohnwagen oder mit dem Zelt kommen. Das ist das Sanitärgebäude. Während unseres Aufenthalts war es dort immer sauber und ordentlich. Auf der anderen Seite vom Sanitärgebäude, also an der Zufahrtsstraße, dort ist die End- und Versorgung. Hier findet man im Boden einen Deckel, den kann man öffnen und hier kann man sein Grauwasser oder auch seinen Fäkalientank entleeren. Wenn unsere Gruppe komplett ist, dann bauen wir gemeinsam ein Zelt auf. Dieses Zelt haben wir vor einigen Jahren angeschafft. Das nutzen wir gerne. Es könnte ja mal regnen oder auch wenn die Sonne sehr stark scheint, ist es angenehm, wenn man etwas geschützt sitzt. Das Zelt ist 4 x 8 Meter, so haben wir mit allen dort drinnen Platz.
In erster Linie ist unser Treffen ja ein gemeinsames Beisammensein mit Austausch von vergangenen Reisen, zurückliegenden Reisen. Aber wir haben auch ein kleines Programm. So geht es einen Tag ins Restaurant zum Essen, dann wird einen Tag gegrillt und dann wird auch noch eine Sehenswürdigkeit besichtigt. Unsere Treffen fanden nicht nur in Deutschland statt, sondern auch in anderen Ländern, in Tschechien, in Kroatien, in der Schweiz und anderen Ländern. Das erste Treffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fand 2008 statt. Ein Fass Bier mit Zapfanlage wird immer organisiert. Ein frisch gezapftes Bier schmeckt immer gut. Der nächste Tag, wir haben einen Ausflug geplant und zwar nach Rheinsberg. Da sind etwa von Lindow entfernt 18 Kilometer. Wir wollen dazu den Bus nutzen und fahren dann damit gemeinsam nach Rheinsberg. Wir nutzen einen Linienbus, so kann jeder zurückfahren, wann er möchte. Die Stadt Rheinsberg ist eine kleine Stadt mit 8000 Einwohnern, unter anderem bekannt durch das Schloss Rheinsberg. Das Schloss kann man auch besichtigen und es gibt auch Führungen durch das Schloss und daran haben wir teilgenommen. Kultur macht ja hungrig und so ging es nach der Führung Richtung See. Das ganze Gebiet gehört hier ja zur Mecklenburgischen Seenplatte und so gibt es hier überall viel Wasser. Und wo Wasser ist, da gibt es ja auch Fisch und so gibt es hier einen Stand. Hier kann man geräucherten Fisch oder auch ein Fischbrötchen kaufen. Wir haben uns für ein Fischbrötchen entschieden. Es hat uns gut geschmeckt. Sendung und dann noch beim Essen. Ist das nicht schön, unser Haus an der Elbe? Du kannst ihn noch schnell pullern, oder sind wir schon auf Sendung? Dann ging es nochmal durch die Stadt, bevor es dann mit dem Linienbus wieder zurück zum Stellplatz oder Campingplatz ging. Jetzt nochmal ein Hinweis zum Campingplatz. Man kann hier Wohnwagen mieten, man kann hier eine Ferienwohnung mieten, man kann hier auch Boote mieten, Motorboote mieten, Stand-up-Paddel mieten. Also einiges wird hier angeboten. Auch den letzten Abend haben wir schön ausklingen lassen. Danke an die beiden, die es hier organisiert haben. Das sind Carola und Herbert. Und in der Mitte sehen wir den Platzbetreiber, oder Chef vom Platz. Auch an ihn herzlichen Dank für seine Bemühungen. Am Sonntag war dann die individuelle Abreise. Einige sind noch geblieben, andere sind wie wir weitergefahren. Für uns geht es jetzt auch weiter hier in Deutschland. Wir werden noch einige Plätze in Deutschland anfahren. Darüber werde ich natürlich in den nächsten Videos berichten. Ich sage jetzt mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.